Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auf Dentsch TV, eurem YouTube-Kanal für moderne Zahnmedizin. Heute mit einem Special Guest, Dr. Thomas Müller aus Schaffhausen. Und heute werden wir zum Thema KI und etwas mehr reden. Wir hatten in der Einleitung schon ein paar spannende Themen angesprochen, die wir mit euch auch noch teilen werden. Aber vielleicht ganz kurz, Thomas, stell dich kurz vor. Und erzähl mal, was dich so treibt, dass du außerhalb der Praxis rund um das Thema KI und moderne Zahnmedizin so aktiv bist. Ja, also ich bin selbst Zahnarzt in Praxis in Schaffhausen seit 1999, habe mich immer für Praxismanagement und Prozessverbesserungen interessiert, kam dann relativ bald auch auf den Geschmack, eben Prozesse zu verbessern mittels digitalen Tools und als Konsequenz daraus selbstverständlich jetzt auch in neuester Zeit auch die Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Da hatten wir eine spannende Geschichte eingangs, weil wir gesagt haben, die junge Generation ist etwas weniger vorbereitet auf den Beruf. Da haben wir ein bisschen philosophiert, dass KI vielleicht uns etwas in der Zeit nicht nur nach vorne, sondern auch wieder etwas zurückbringen könnte, um die Studenten zu unterstützen, dass wir den Anteil der theoretischen Ausbildung etwas reduzieren können und wieder vermehrt uns auf die praktische Ausbildung konzentrieren könnten. Wie siehst du da das Potenzial von KI? Also grundsätzlich würde ich mir auch wünschen, dass die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte wirklich auch klinisch und praktisch sehr gut in die Privatpraxis rauskommen. Und das ist heute leider nur sehr bedingt der Fall. KI hilft ganz bestimmt, das Wissen zu augmentieren, zu verbessern. Das ist keine Frage. Ich glaube auch, dass das nicht mehr wegzudenken ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Beruf sich in den nächsten Jahren wieder verändert, das wäre ein Vorschlag von mir, dass man den vielleicht auch wieder ein bisschen entakademisiert, in dem Sinne, dass man früher Dentisten ausbildet, die das Handwerkliche wirklich perfekt im Griff haben und dann aber vielleicht die diagnostisch komplexeren Themen an einem ausgebildeten Oralmediziner überlassen könnte. Das ist also ein spannendes Konzept. Also liebe Professorinnen und Professoren, liebe Universitäten, wenn ihr da zuhört oder zuschaut, überlegt euch mal, wie man KI, und ich weiß, dass an bestimmten Universitäten KI-Tools schon eingesetzt werden oder auch Virtual Reality, Augmented Reality, wie das alles heißt. Gerade war an der Uni Zürich ein Projekt in der Oralmedizin, wo man mit diesen Google-Brillen da oder mit diesen Apple-Brillen gearbeitet hat. Aber das ist ja dann schon so, wenn man das überlegt, dann würde man lieber natürlich etwas in diesem Stil haben, das etwas elegant, das etwas einfacher daherkommt. Das ist zum Beispiel eine Ray-Ban Meta-Brille mit einer Optik eingebaut. Also ich kann Fotos schießen, Videos machen, ich kann telefonieren, ich kann auch quasi Hey Meta, also etwas fragen. Aber dann kommt, wenn ich dann frage, die Antwort, this option is not available in your region. Also wir haben da natürlich schon auch Datenschutzprobleme, die wir in Europa natürlich beachten müssen, beziehungsweise bearbeiten müssen, um nicht abgehängt zu werden von Amerika und China. Das ist eine andere spannende Geschichte. Aber zu dem Thema habe ich noch eine kurze Anekdote. Wir hatten einen spannenden Vortrag von einem Sicherheitsexperten, einem ehemaligen türkischen Militärmitarbeiter, der jetzt in Deutschland Security-Dienste verkauft und der gesagt hat, wo meinst du, sitzen die Rechner, die KI betreiben? Wo sitzen die? Wo stehen diese Rechner? Diese Rechner stehen natürlich, weil diese Rechenzentren brauchen ja extrem viel Energie, müssen runtergekühlt werden. Also ein Großteil dieser Rechenzentren befindet sich in der Region vom Nordpol, weil dort braucht man weniger Energie, um die Rechner runterzukühlen, weil es per se kälter ist. Und Punkt 2 hat er gesagt, dort sind rechtsfreie Räume. Das bedeutet, dass eigentlich ganz viele unserer Daten oder immer mehr unserer Daten
eigentlich in Rechenzentren sind, die in rechtsfreien Räumen sind. Das heißt, wir wissen nicht, was mit diesen Daten passiert. Also Datenschutz ist sicher ein Thema, das man beachten muss. Wie siehst du jetzt das Thema Datenschutz als kurzen Einschub in der Schweiz? Wie funktioniert das? Sind wir sicher mit unseren Daten oder sollten wir da Bedenken haben? Ich glaube, wenn man also du sprichst jetzt über KI, ja. KI Ja. konkret, ja. Ich glaube, sobald wir mit unbezahlten Gratismodellen arbeiten, müssen wir davon ausgehen, dass diese Daten irgendwo hingehen. Wir haben keine Ahnung, ob sie eher Richtung China oder eher Richtung Amerika oder vielleicht nach Russland gehen. Sobald sie bezahlt sind, kann man da Einschränkungen machen und da gibt es spezielle Modelle, die sind wirklich für die Medizin oder auch für die Zahnmedizin so ausgerichtet, dass sie datenschutzkonform arbeiten und dass sie mit Pseudonymisierungen arbeiten und sie auch garantieren, dass die Server und die Daten in der Schweiz gehostet werden. Also man kann das absolut berücksichtigen, aber man muss wissen, welches Produkt man nimmt und die sind nicht gratis. Weil das ist ein Thema, das oft eben, ich sag's mal, nicht ein Thema, dem nicht die Beachtung geschenkt wird, wie es sein müsste, weil wir haben schon jetzt, gerade als Zahnärzte, wir haben eine Aufbewahrungspflicht. Wir müssen schon aufpassen, dass wir da nicht irgendwo unsere Daten lagern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Anbieter und, glaube ich, alle großen Anbieter, jetzt auch ein paar kleine Anbieter, die jetzt vor allem in die Cloud gehen mit unserer Praxisadministration, sich an diese Datenschutzregeln halten, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch einleitend hier gesagt, also ich speichere jetzt alle Daten eigentlich in der Cloud und verlasse mich natürlich darauf, dass diese Informationen auch sicher sind. Aber kommen wir zurück auf deine Projekte. Also ihr habt da so eine Initiative, wie heißt das und was sind so eure Visionen und woran arbeitet ihr im Moment? Ja, also aus der Erkenntnis heraus, dass es niemanden gibt, der sich für digitale Transformation oder Digitalisierung in der Zahnmedizin in der Breite wirklich einsetzt, haben wir vor 2 Jahren das Institut für angewandte Dentronik gegründet, das IAD, das ist in Bern zu Hause. Und wir möchten eigentlich in diesem Institut zuerst ein Technologie-Scouting machen. Das heißt, wir suchen nach spannenden, bereits in Anwendung befindlichen Technologien, testen die dann in unseren Praxislaboren, wenn man so will. Das sind dann spezialisierte Zahnarztpraxen, die ein bisschen ähnlich ticken wie wir. Und wenn wir das Gefühl haben, da hat es Hand und Fuß, dann stellen wir das dann auch den Kolleginnen und Kollegen in den Praxen vor und machen Fortbildung. Das ist so das Konzept. Und unterstützen sie letztendlich auch in ihren Anstrengungen, das Ganze dann in ihren Praxen auf den Boden zu bringen. Und wie ist die Resonanz? Also ich spüre oft bei vielen Zahnärztinnen und Zahnärzten so ein bisschen einen Widerstand gegenüber Erneuerungen, Innovationen. Wie siehst du das jetzt in eurem Kontext? Seid ihr zufrieden, wie die Kolleginnen und Kollegen auf euer Angebot reagieren? Aktuell ist künstliche Intelligenz natürlich ein Hype und darum ist auch entsprechend Resonanz da. Die Zahnärztinnen und Zahnärzte interessieren sich dafür, was man in der zahnärztlichen Praxis alles damit machen kann. Ich glaube nicht, dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht gern Innovationen haben. Ich glaube aber, dass sie häufig die ganzen Implikationen, die sich nachziehen, nämlich Schulung des Teams, also eigentlich Transformation des Teams, Transformation der Prozesse und so weiter, dass sie das ein bisschen unterschätzen und dann eben letztendlich dann eine Innovation einführen, die zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Ja gut, das ist immer die Transformation beginnt mit dem selber. Ja. Und das ist schon so, das ist so der Klassiker. Du gehst an eine Fortbildung, kommst am Montag in die Praxis und sagst deinen Damen, ey, ich war an der Fortbildung und jetzt kaufen wir ein neues Endo-Gerät und ab morgen wird die Endo komplett auf den Kopf gestellt. Und dann sagt eine quasi Chefhelferin oder sagen die Damen, ja, der hat wieder einen Furz da, den treiben wir ihm schon aus. Und dann nach ein paar Tagen, wenn das nicht sofort umgesetzt wird, dann verebbt das und am Schluss passiert eben gar nichts. Also darum, man muss schon das Team einbinden, ganz klar. Aber
Was für Tools siehst du? Also Nummer eins ist ja ganz klar KI. Nummer eins in der Zahnarztpraxis ist ja Röntgendiagnostik. Also die KI hilft uns, Informationen zu verarbeiten und uns eine Diagnose zu stellen. Die ist noch nicht immer ganz super, super korrekt, aber hilft uns sicher auch auf Sachen aufmerksam gemacht zu werden, die man vielleicht sonst übersehen hätte. Gerade im Feld der Panoramaröntgen und 3D-Röntgen gibt es da sicher noch viele, viele Innovationsmöglichkeiten, um das zu verbessern. Aber ich sage es mal so, dass ja fast 95% der KI in der Zahnarztpraxis beschränkt sich im Moment auf die Analyse von Röntgendaten. Was für andere Felder siehst du, wo die KI jetzt noch einspringen könnte und Prozesse oder Abläufe optimieren könnte? Das, was jetzt du angesprochen hast, das sind eigentlich Vorstufen der heutigen KI. Das sind diese Machine Learning Systeme. Auch die sind schon sehr weit vorgeschritten, aber sie können noch wenig mit Sprache anfangen. Sie sind statistische Modelle, die uns zeigen, wo es eine Anomalie hat, und damit können wir dann arbeiten. Jetzt die neueren Modelle, die Large Language Models, also die großen Sprachmodelle, die können mit unserer Sprache arbeiten oder neuerdings eben auch mit Bildern und mit Ton als Eingaben und können daraus neue Inhalte generieren. Und das eröffnet natürlich ein ganz, ganz neues Spektrum, auch in der Zahnarztpraxis. Und da können wir eigentlich durch sämtliche Hierarchien durchgehen und uns Gedanken machen. Und das ist auch das, was wir eigentlich gerne machen in unserem Institut, zu überlegen, was kann ich jetzt genau mit diesem Tool machen? Wo nützt mir zum Beispiel ein Sprachtool? Und ein Sprachtool hilft mir zum Beispiel, bessere Texte zu kreieren, möglicherweise dann eben auch mal das Telefon abzunehmen. Dann gibt es Bildmodule, die uns helfen, Inhalte besser den Patientinnen und Patienten zu erklären oder eben auch dem Team. Also ich denke auch, Teamschulung ist ein Riesenthema. Wenn ich früher nur per, ich sage mal, eindimensionale Variante eines Informationsblatt irgendetwas abgegeben habe und gesagt habe, lest euch das durch und ihr sollt es dann verstehen, dann kann ich heute fast auf Knopfdruck, kann ich das als Podcast bringen, ich kann ein Video machen, ich kann Bilder daraus erzeugen, ich kann Grafiken machen und kann natürlich auch einen Text machen. Also ich kann sämtliche Lernkanäle, die ich bei meinen Mitarbeitenden anspielen möchte oder eben auch bei meinen Patienten und Klienten ansprechen möchte, kann ich heute bedienen mit fast null Aufwand. Nicht null, aber es geht in diese Richtung. Du hast ein gutes Thema angesprochen, Thema Kommunikation. Also hast du da vielleicht konkrete Beispiele? Also wir reden ja alle davon, wenn ich auf eine Webseite gehe, dann habe ich diese Chatbots, dann kann ich mit einem Agenten reden, also dass quasi 24 Stunden Verfügbarkeit da ist. Gibt es da auch schon etwas Konkretes, an dem ihr arbeitet? Also an dem arbeiten wir nicht, sondern das muss man einfach ausprobieren. Nimm mal dein Handy hervor und mach ChatGPT auf, stelle den erweiterten Sprach- und Videomodus ein und dann kannst du in der Weltgeschichte rumgehen und sagen, kannst du mir dieses Gerät erklären, ich habe das und das Problem damit. Und es hilft dir weiter, wenn es Informationen aus dem Netz findet. Weil du hast dazu ein spannendes Video mal gemacht, als ihr gesagt habt, ihr wolltet ein EMS-Gerät quasi warten und habt Fragen gestellt. Ja. Und wow, ich habe wirklich gestaunt, wie gut, dass das funktioniert hat. Aber zum Thema Kommunikation, wir haben vorher, hast du mir mal ein neues Projekt vorgestellt, das wir vielleicht mal sogar praktisch kurz testen können. Telefonbot. Der Telefonbot. Also, weil das ist sicher eine ganz spannende Geschichte. Was macht ihr, wenn quasi niemand verfügbar ist am Telefon oder wenn jemand außerhalb der Praxiszeiten anruft? Da hast du mir vorher erzählt, da habt ihr zum Thema Notfalldienst, glaube ich, ein spannendes Projekt gestartet in Schaffhausen. Ja. Erzähl mir da mal ein bisschen mehr. Genau. Also das kennt ihr alle, wenn ihr Notfalldienst habt. Ihr werdet zu irgendeiner oder häufig auf Nachtzeit angerufen und müsst dann erklären, wie der Notfalldienst funktioniert. Und das wollten wir auslagern und
Ich denke, wir sind heute an einem Punkt, wo wir das auch machen können. Wir testen jetzt gerade dann erstmals scharf unseren Notfallbot. Und der hat keine andere Aufgabe, als zu erkennen, welche Dringlichkeitsstufe ein Notfall hat. Und anhand von dieser Dringlichkeitsstufe nachher dann Empfehlungen abzugeben, ob man jetzt eben am nächsten Morgen zum Zahnarzt gehen soll oder ob der Zahnarzt gleich jetzt eben aus dem Bett geholt werden soll. Und erst dann wird eigentlich weiter. Aber komm, lass uns das mal probieren. Genau. Und das sind Large Language Models im Hintergrund, die das machen, die das realisieren. Wir können jetzt das mal ausprobieren. Ich rufe jetzt mal unseren Bot an. Guten Abend. Sie sprechen mit dem automatischen Notfalldienst der Schaffhauser Zahnärztegesellschaft. Aktuell rufen Sie in einer Zeit an, wo die Praxen alle geschlossen sind. Schildern Sie trotzdem Ihr Anliegen und ich versuche Ihnen dabei zu helfen. Bitte beachten Sie, dass das Gespräch aufgezeichnet werden kann. Okay, ich bin jetzt gerade mit meinem Fahrrad unterwegs, bin gestürzt und ich habe ein Problem mit dem Mund, es blutet, ich habe das Gefühl, ein Zahn hat sich verschoben, ich kann auch meinen Mund nicht mehr richtig schließen, was soll ich machen? Ich verstehe, Sie hatten einen Fahrradunfall. Es blutet im Mund und ein Zahn ist verschoben. Sie können nicht mehr richtig zubeißen. Es klingt nach einem akuten Notfall. Um Sie sofort unterstützen zu können, bitte Madame, nennen zu können, benötige ich bitte Ihren Namen und Ihre Mobilnummer für allfällige Rückfragen. Bitte nennen Sie mir jetzt diese Angaben. Okay, mein Name ist Peter Meyer und meine Telefonnummer ist 123456. Ich leite den Anruf jetzt weiter. Spannend. Also das ist wirklich, also für mich, also das möchte ich nicht nur im Notfalldienst, das hätte ich gerne auch in der Zahnarztpraxis und ich hoffe, dass die anderen Kantone da auch bald nachziehen. Oder vielleicht, wenn wir das Video dann auf YouTube anschauen, ist das schon Alltag, und nicht mehr eine Vorschau. Was steckt da dahinter? Also du hast mir schon erzählt, das sind Large Language Models, also Spracherkennungssysteme, die dann auf Text reagieren können. Vielleicht ist das ein Produkt aus der Schweiz oder was steckt dahinter diesem Pilotprojekt? Also einerseits steckt natürlich dieses ganze Wissen dahinter, wie wir überhaupt unsere Notfälle klassifizieren. Also die Dringlichkeitsstufen, die sind sehr genau definiert und das ist eine Wissensdatei, die mal zur Verfügung gestellt wird. Dann nachher ist es ein Large Language Model, welches eben auf diese Wissensdatei zugreifen kann. Und es wird dann in ein System eingebunden, wo dann ein Telefonanrufer auf diesen Bot kommt, wo dieser Bot antwortet und wo dieser Bot letztendlich dann eben die Entscheidung fällt oder der Patient fällt die Entscheidung, dass er weiter verbunden werden möchte. Und dann geht es dann weiter an den Notfalldienst, haben Zahnarzt oder die Zahnärztin. Und das ist eine Firma, die die technische Seite macht und wir haben eigentlich das ganze Know-how mit eingebracht, mit den Dringlichkeiten, mit dem Workflow und so weiter. Also eben, jedes System ist nur so gut, wie es mit Daten auch versorgt ist. Also das haben wir eingangs auch erklärt. Deshalb sind auch die KI-Tools in der Röntgendiagnostik, vor allem wenn ich über 3D-Röntgen oder Panoramaröntgen rede, konkret eben, ich hatte eine Patientin, da haben wir auf dem OPT zufällig einen Befund gehabt, dass wahrscheinlich die Submandibularis verkalkt ist. Aber die Software hat das eigentlich schön mal einfach ignoriert. So nach dem Motto, kenne ich nicht, markiere ich nicht. So nach dem Motto, was ich nicht kenne, das lasse ich lieber weg. Weil das ist ja auch ein großes Thema. Wenn du ein 3D-Röntgen machst, dann hast du die Aufgabe, das auch zu befunden. Die Frage ist natürlich, du kannst nicht alles wissen. Du musst es dann vielleicht auch jemandem weiterschicken. Aber das ist eine ganz spannende Geschichte und ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass dieses jetzt Notfalldienst-Telefon-Tool auch mal später für die Zahnarztpraxis verfügbar ist. Aber das wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen komplexer werden, weil dann geht es ja nicht nur um eine Sequenz, sondern da geht es ja dann um mehr Dinge. Habt ihr da schon Ideen, das weiterzuentwickeln? Ich weiß, dass unser Softwareanbieter das schon machen wird. Er hat uns das per Oktober, November schon mal angezeigt. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir natürlich mit unseren Dateien und Daten arbeiten möchten, müssen wir immer direkten Zugriff
auf die Systeme kriegen. Und das ist bisher immer ein großes Thema gewesen. Weil dort liegt unendlich viel an Daten. Und wenn wir dort drüber eben diese Modelle laufen können und sinnvolle Fragen stellen können, richtig gute Prompts schreiben können, die eben dann die richtigen Antworten generieren können, dann wird es extrem spannend. Weil ich sehe da im Prinzip, weil ich habe mit verschiedenen Anbietern auch geredet und gesagt, eigentlich hätte ich gerne, dass ich meine Antworten auf spezifische Fragen in dieses System einspeisen möchte. Oder sogar zum Beispiel personalisierte Videos, dass wenn du anrufst und dass dann quasi nicht nur ein Text erscheint, sondern auch vielleicht so ein Avatar von mir kommt oder ein voraufgezeichnetes Video, wo ich sage, ja, du sagst dann, ja, ich bin der Herr Müller, sage ich, ja, guten Abend, Herr Müller, Sie rufen jetzt außerhalb der Öffnungszeiten an. Sie haben mir gesagt, dass Sie ein Problem mit Ihren Weisheitszähnen haben. Gerne sind wir morgen wieder für Sie da und rufen Sie an. Wenn Sie jetzt aber trotzdem einen Notfall haben, dann rufen Sie bitte auf diese Nummer an und dann kommt dann diese automatische Version. Weil ich finde schon, ich möchte gerne, dass diese KI, das, was wir auch eingangs ein bisschen diskutiert haben, die menschliche Komponente, die Kommunikation, die Interaktion zwischen Arzt, Team und Patient versucht zu imitieren, also auch ein bisschen einen persönlichen Touch zu haben. Also denkst du, dass das schon auch möglich sein wird, dass ich da individuelle Pakete dann schnüren kann mit solchen Anbietern? Technisch ist das vermutlich heute schon möglich, aber es ist noch nicht umgesetzt. Okay. Also die Tools, die sind schon unglaublich potent. Ja. Und da wird sehr, sehr vieles möglich sein. Aber die Anbieter müssen natürlich bereit sein, eben diese entsprechenden Schnittstellen aufzubauen. Oder möglicherweise sind das dann eben künftig oder in den nächsten 1-2 Jahren die KI-Agenten, die das dann eben übernehmen können. Also die von sich aus quasi entscheiden können, ich brauche dieses oder dieses Tool und vielleicht brauche ich die Praxisverwaltungssoftware für diese Fragestellung oder für diese Aufgabe. Wie siehst du jetzt die Zukunft? Also gut, KI entwickelt sich ja im Moment in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist oder beziehungsweise die einen den Atem nimmt. Vor 2-3 Jahren, wenn wir über das gesprochen hätten, hättest du gesagt, ja, das ist Science Fiction, das passiert nie. In dem Kontext zitiere ich immer gerne einen meiner Lieblingsfilme, 2001 Space Odyssey. Von 1968 und dann kennst du ja vielleicht den Film, ja, wo der Dave, der Astronaut, mit HAL 9000 mit dem Computer redet und das ist eigentlich spannend, dass vor 57 Jahren eigentlich die Gegenwart bzw. die Zukunft schon vorweggenommen wurde, dass wir mit Computer reden. Und dort war natürlich dann noch dieses ich sag's mal ein bisschen Horrorszenario, wo der Computer anfängt zu sagen, ich glaube, ich träume. Also dass der Computer dann eigentlich wirklich zum Menschen wird. Wie siehst du, das wird ja sehr kontrovers diskutiert, die Vorteile, die Nachteile von KI. Es gibt Forscher, die warnen und sagen, ja, wir müssen KI sofort stoppen, bevor KI uns übernimmt, was in ganz vielen Science-Fiction-Filmen ja passiert, dass die Welt dann von Robotern und Computern beherrscht wird. Ja, ich bin mal jetzt positiv eingestellt, dass die Vorteile der KI im positiven Sinn eingesetzt werden. Aber was ist jetzt für dich was sind so die Next Steps für eine Zahnarztpraxis? Womit sollte man sich auseinandersetzen in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren? Weil die Zeit geht ja schnell und du weißt ja, bis man eine Software ausgewechselt hat, bis man das ausgewechselt hat, es braucht alles ein bisschen Zeit. Aber was sind so die Ratschläge, mit welchen Themen sollte sich eine Zahnarztpraxis jetzt in dem Kontext mal auseinandersetzen? Du hast ganz viel gesagt, viel gefragt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste heute entscheiden, ob jetzt das Skalpell ein Mordsinstrument oder ein Hilfsinstrument für präzise Chirurgie wäre und ich hätte genau diese Diskussion, dann würde möglicherweise in der heutigen Zeit dieses Messer, dieses Skalpell verboten werden. Einfach darum, weil es ein Potenzial hat, schlecht zu wirken. Das gilt mit jeder Technologie, ist ganz gleich, welche man anschaut und natürlich auch mit künstlicher Intelligenz. Das hat extrem viele Potenziale.
die missbraucht werden können. Und das wird ganz bestimmt auch gemacht. Und trotzdem glaube ich, dass der große Teil der Anwendung sehr, sehr sinnvoll sein wird. Und ich bin überzeugt, dass wir in Ergänzung zu dem, was wir können und wissen, einfach etwas mitgekriegt bekommen. Viele ganz gescheite Assistentinnen und Assistenten, die uns eben in fast jeder Situation unseres Lebens, unseres Berufslebens helfen können. Und ich nehme das freudig auf. Ich möchte diese Version sehen und nicht nur die negativen. Und ich möchte nicht auf den negativen verharren und sagen, da mache ich nicht mit. Und darum kann ich nur empfehlen, probiert diese Systeme aus, versucht eure Fantasie reinzubringen, was könnte man damit machen. Ihr könnt auch das System selbst fragen. Ihr könnt den Bot fragen, was kann ich mit dir anstellen? Ich habe ein Problem in der Administration oder in der Personalführung. Und ihr werdet Antworten kriegen und ihr werdet das immer besser letztendlich dann definieren können. Und mit der Zeit wisst ihr auch, wie ihr dann zu guten Resultaten kommt. Das kann man mit gratis Modulen machen. Es gibt fast von allem, von ChatGPT, von Gemini und so weiter, gibt es Gratis-Module. Die sind halt dann nicht datengeschützt. Also dort muss man aufpassen in dieser Beziehung, dass man nicht mit sensiblen Daten reingeht. Ansonsten, sobald man mit bezahlten Systemen arbeitet oder mit spezialisierten Systemen, kann man unglaublich viel rausholen. Ja. Aber jetzt konkret mal, also würdest du sagen, ein Röntgendiagnostik-Tool oder konkret welche Tools würdest du sehen, dass man die mal sich anschauen sollte? Sagen wir mal so, welche Tools sollte sich eine Praxis in den nächsten 1-2 Jahren mal anschauen, beziehungsweise auch versuchen einzubauen? Also sicher für mich der Schritt, der Wechsel von der serverbasierten Praxis auf die cloud-basierte Praxis. Was wäre dann so die nächsten Schritte, die du sehen würdest? Also du hast jetzt mal Röntgendiagnostik angesprochen. Ja. Empfehle ich unbedingt, damit zu arbeiten. Wir brauchen das täglich und ich bin dankbar dafür, dass auch meine Dentalhygienikerin und Prophylaxe-Mitarbeiterin, die die Röntgenbilder machen, schon eigentlich vorweg die Second Opinion haben. Und dann kommen wir immer noch ins Spiel, wir Zahnärzte, wir müssen letztendlich die Diagnostik selbst machen, auch die klinische Diagnostik, auch die Langzeitdiagnostik. Das gehört ja alles dann letztendlich zusammen. Aber das ist sicher Punkt 1 in der Klinik und das wird extrem viel helfen. Ich gehe davon aus, dass auch Orthopantomographien und DVTs demnächst auch bessere Diagnostika mitkriegen. Es gibt schon Ansätze wie die DS-Core von Dentsply Sirona, das Ganze eben alles in die Cloud zu stellen und mit extrem viel potenten Servern eben auch dann die künstliche Intelligenz mit einzubringen. Also da ist sehr vieles auch in diesem Bereich, was schon geht, im klinischen Bereich. Und sonst empfehle ich halt wirklich mal ganz low-level mit ChatGPT oder aktuell für mich das beste System ist Google Gemini zu arbeiten und zu sehen, was sich da alles auftut. Das ist ein Riesenuniversum. Im Prinzip ist es schon so, man muss ja auch die Fragen stellen. Also man muss ja mit dem System auch interagieren und Fragen stellen und mal schauen, was für Antworten kommen und dann eigentlich wirklich eine Diskussion starten, wie wenn ich eine andere Person, einen Berater mir gegenüber hätte. Und das kann schon zu interessanten Ansätzen führen, auf jeden Fall. Also wir brauchen ja bei uns in der Praxis neben der cloud-basierten Praxisadministration ja auch eben DS-Core, hast du erwähnt, Diagnocat, sicher ein spannendes Produkt, Pearl mit Second Opinion. Aber ganz spannend, dass bei gewissen Tools das Problem darin besteht, dass man bestehende, zum Beispiel unsere VistaSoft-Software von Dürr, die in der neuesten Version kann sich nicht mehr mit dem Second Opinion verbinden. Die Software kann sich nicht mehr mit der Software verbinden. Also das ist für mich schon noch eine große Barriere, dass wir immer noch Schnittstellen haben, die vielleicht früher mal Standard, diese VDS und weiß ich, wie die alle heißen, aber dass da die Kommunikation, also wirklich das Zentralisieren von Daten, von Informationen auch noch nicht ganz sauber gelöst ist. Also da hoffe ich auch, da seid ihr mit eurem Institut sicher auch dran, diese Datenvernetzung zu optimieren innerhalb der Praxis, weil mein Ziel ist wirklich, oder ich glaube, das ist auch dein Ziel, dass wir dann eine Ansprechperson haben, mit der wir kommunizieren,
wenn wir über Software reden, oder? Ja, aber ich glaube, da sprichst du ein Thema an, was sich möglicherweise in den nächsten 1, 2 Jahren wirklich auflöst wird. Das sind dann die Agenten, die KI-Agenten. Muss man sich so vorstellen, die haben dann die Aufgabe, gewisse andere Tools, KIs mit verschiedenen Ausprägungen, aber vielleicht auch Praxissoftware, zu orchestrieren. Das heißt, möglicherweise wird dann die ganze Thematik von Schnittstellen aufgelöst, indem eigentlich der Agent das macht, was wir jetzt heute machen müssen. Wir müssen nämlich uns zuerst da einloggen, dann das rüberkopieren, dann weiterverarbeiten und so weiter. Anstatt dass das wir oder unsere Administratorin macht, macht es der Agent. Und dann sind die Schnittstellenprobleme eigentlich möglicherweise weitgehend eliminiert damit. Gut, wobei gewisse Schnittstellen einfach wirklich technische Schnittstellen sind. Da nützt mir nichts, wenn der Agent dann mit dem redet und sagt, du bitte gib mir diese Informationen. Wenn da einfach quasi eine physische Barriere da ist und mir dann zum Beispiel eben eine Firma wie Pearl sagt, ja, wir kriegen einfach die Datenschnittstelle nicht zur Verfügung gestellt. Also wir versuchen ja mit denen zu reden, aber die reden nicht, die antworten uns nicht. Aber ich sehe schon ja. Die Frage ist ja, was willst du rauskriegen? Also du brauchst natürlich immer in einer gewissen Form Exportmöglichkeiten. Aber wenn ein System in irgendeiner Form einen Export machen kann, kannst du diesen Export dann mittels eines gescheiten Assistenten irgendwo importieren. Nämlich das, was du sonst mit Diskette gemacht hast früher oder jetzt mit Copy-Paste oder was auch immer. Diese Dinge entfallen. Ja, genau, ich verstehe, was du meinst. Also wir sagen, was wir vorher sogar diskutiert haben, ja, aber da muss ich das Bild von Hand exportieren und da muss ich es dahin machen, dass ich dann quasi einem Bot dann sagen kann, schau mal, ich möchte das machen, so und so und so. Und er sagt, aha, ja, dann musst du von dieser Datei, musst du das dahin kopieren und dann dorthin kopieren. Ich kann das gerne für dich machen. Also das ist schon sicher eine spannende Geschichte, die wir weiter im Auge behalten werden. Und ich glaube, wir werden uns bald wieder treffen mit Thomas, weil da passiert so viel. Es ist so mega spannend. Und nicht nur das Thema mit diesem Telefonbeantworter oder diesem Telefonagenten, der uns den Notfalldienst massiv vereinfachen wird. Weil jetzt funktioniert es ja so bei uns in Zürich, dass du einfach bis 10 Uhr abends muss der Zahnarzt das Telefon bedienen. Zwischen 10 Uhr und 6 Uhr morgens macht es das Ärztefon. Beziehungsweise eigentlich ist dann so, dass quasi in der Nacht, da sind sowieso nur die Betrunkenen und die weiß ich was unterwegs. Also, und natürlich mit den ganzen Frauen, die sagen, ja, in der Nacht, da gehe ich nicht allein in die Praxis, was auch sicher ein Thema ist. Und da sehe ich schon ein riesiges Potenzial, dass unser Notfalldienst massiv vereinfacht wird, weil viele Notfälle wirklich auch keine Notfälle sind. Und ich bin überzeugt, dass wenn ein System quasi da so auch wirklich effiziente und schlaue Antworten gibt, dass ein Patient fast besser zuhört, wie wenn er eine Person am Telefon hat und dann die emotionale Komponente kommt. So nach dem Motto, die Frau ruft an und sagt, mein Mann hält es nicht mehr aus. Aber eigentlich heißt es, ich halte es nicht mehr aus, weil mein Mann jammert ständig. Mach doch etwas, lieber Herr Doktor, jetzt musst du etwas machen. Aber wenn dann quasi so ein Chatbot sinnvolle Antworten gibt, denke ich, dass da uns das sehr viel helfen wird. Also in diesem Sinne, das ist etwas, in das ihr auch sicher investieren müsst, in diese Technologie. Wir werden da, sobald das verfügbar ist, halt mich auf dem Laufenden, möchten wir das sicher auch bei uns in der Praxis mal ausprobieren. Also bleibt dran und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich vergesse das auch immer, dass ich sage am Schluss YouTube, Dental TV auf YouTube, abonniert das. Und Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für deine Insider-Informationen. Und ich spüre da deine Leidenschaft für neue Technologien und ich hoffe, dass wir euch auch ein bisschen anstecken konnten. Also danke vielmals und bis bald. Bis bald.